for English subtitles, press the button. Ja, Mann. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Dacht mal wieder ein Intro-Tierchen, das ein bisschen größer ist. Ein hübscher Tigerpython, Hypocranid müsste das sein, wenn mich nicht alles täuscht. Hübsches, großes Tier, sind wir uns natürlich einig. Tigerpython kann sich leider nicht jeder halten, weil nicht jeder irgendwie eine große Wohnung hat oder wo er ein Zimmer opfern kann fürs Tigerpython-Terrarium. Ansonsten ein tolles Terrarientier, wenn man den Platz hat. Tigerpythons echt eigentlich immer dankbare, freundliche Terrarienschlangen. Wunderschön, by the way. Deswegen mein Intro-Tierchen für euch heute, um diese hübsche Dame euch heute mal zu zeigen. Wir hatten wieder einen Frag-Stefan-Aufruf. Thema war Börsen und Messen. Kamen ein paar interessante Fragen von euch. Obwohl der Zeitraum ganz kurz war, haben wir Montagabend kurz gepostet. Aber interessant, wie viel Feedback dann trotzdem kommt. Und die möchte ich euch so gut es geht beantworten. PK Kämpchen. Auf welchen Messen wird man dich dieses Jahr antreffen und möchtest du angesprochen werden, in Klammer ohne Kaufabsicht, oder nervt das nur? Also ich finde es schön, wenn man sich auf Messen trifft und nein, ich gehe da nicht nur hin und will nur verkaufen, sondern freut mich auch, wenn ich angesprochen werde. Oder es ist tatsächlich so, wenn ich in Hamm zum Beispiel oder so auf einer Börse bin, dass echt viele kommen und sagen, oh, Reptil TV, voll cool, gucke ich immer und so weiter, toll und weiter so und so. Also ich finde das schön, das gibt mir ja auch ein Feedback. Ne? Hier auf YouTube, das Feedback ist vielleicht ein Daumen hoch und mal ein Kommentar, noch die Abonnenten. Aber so das persönliche Feedback, also mag ich gern, von dem her kein Problem. Und ich bin nicht nur kommerziell und Hauptsache was verkaufen da, sondern freue mich auch, wenn ich Feedback kriege. Der Mann 8 Jus fragt, wie oft kommt es vor, dass der Tierarzt Papiere, die Tiere selbst etc. auf der Börse checkt? Wie genau läuft das ab? Also ist tatsächlich so, Beispiel Hamm, da kommt morgens der Veterinär und guckt wegen drüber, was man am Tisch hat. Und gut, kennt mich jetzt schon seit vielen Jahren. Am Anfang hat er es ganz intensiv, die zieht es oder den Nachweis und so weiter. Mittlerweile kennt man sich und bei den Königspythern wissen die, naja, die züchte ich alle selber, von dem her gibt es da nichts groß. Der Augenmerk ist dann vor allem auch vielleicht auf WA1-Tiere, ne? Wenn ich irgendwas WA1 auf dem Tisch habe oder was Neues oder bei den Theus, zeigen Sie mal die Theozides. Also es wird schon jedes Mal kontrolliert am Morgen und ist ja kein Problem. Wichtig natürlich, dass man da alles dabei hat und dann macht man das einfach. Mr. Bailey, darf ich als Privatperson einfach dort verkaufen, ohne etwas zu berücksichtigen? Und wie viel Gewinn ist maximal erlaubt? Ich glaube das nicht, dass ich zum Beispiel einfach 40 € für einen Tisch Miete zahle und dann mit 10.000 nach Hause gehen kann. Ja, das glaube ich auch nicht, dass das so einfach ist. 40 € Tische mit 10.000 nach Hause gehen, dann hast du einen guten Tag. Insgesamt ist auf den Börsen ja das Gleiche wie bei eBay oder was man privat, ne, oder Flohmärkte. Natürlich darf man seine privaten Sachen anbieten, verkaufen, wenn das im gewissen Rahmen ist. Man hat ja Kosten mit Strom, mit Futter, mit Sonstigem. Und wenn man dann die Babys verkauft und auch 1, 2, 3 oder gar 5.000 € kriegt, dann steht noch kein Finanzamt an der Tür, weil sich das ja oder das unter Hobby fällt. Ohne jetzt hier zu irgendeinem Steuerbetrug oder sowas aufrufen zu wollen, habe ich noch von niemandem gehört, der das in einem normalen Hobbyrahmen gemacht hat und seine eigenen Nachzuchten verkauft hat, dass ihm da irgendwie das Finanzamt auf die Kappe gestiegen ist. Nochmal, um auch die Beträge, die ich gerade angesprochen habe, klarzustellen, wenn ich jetzt gerade was von 5.000 € gesagt habe, da meine ich nicht, dass ihr auf jeder Messe 5.000 € verdient und das womöglich alle 2 Wochen auf einer anderen Messe seid, sondern das ist jetzt eine Summe, die ich jetzt so fürs Jahr gesehen habe. Ne? Wenn ihr Nachzuchten habt, die habt ihr ja auch einmal im Jahr, und wenn ihr die Nachzuchten verkauft und euer Gesamterlös selbst ein paar wenige 1.000 € sind, aufs Jahr gesehen, seid ihr sicherlich im safen Rahmen. PK-Kämpchen. Gehst du gerne auf Börsen oder ist es eher nur aus kaufmännischer Sicht sinnvoll?
Ja, PK-Kämpchen. Wenn ich jetzt sagen würde, oh doch, das mache ich voll gern, da habe ich wahnsinnig Spaß dran, dann würde ich tatsächlich ein bisschen schwindeln. Jetzt vor einer Woche war die Hamm-Börse. Das war die 84. Hamm-Börse. Ne? Auf dem Bändel, den man kriegt, da steht ja immer drauf, die wievielte ist. Das war die 84. Ich habe auf 3 Stück gefehlt. Ne? Zweimal war ich im Urlaub. Nee, 3-mal war ich im Urlaub, weiß der Herrgott. Also auf 3 habe ich insgesamt gefehlt und schon war ich seit der ersten. Also war ich schon 81 Mal in Hamm auf dieser Terroristica. Das ist natürlich schon mühsam. Ne? Wir fahren hier vom Süden da hoch, man muss alles einpacken, man muss es dort auspacken. Also ich bin ehrlich gesagt schon als froh, wenn es hinterher rum ist. Möchte es aber auch nicht nur schlecht sehen. Es gibt natürlich, macht es auch zum Teil Spaß. Man trifft sich mit Bekannten, man geht am Abend zuvor schön essen, da sitzt man ein wenig schön zusammen, trinkt vielleicht noch ein Glas Wein oder so. By the way, bei den 80 Börsen ganz am Anfang, da war es nicht nur ein Glas Wein, da haben wir richtig hoch die Tassen und gefeiert bis irgendwann. Mittlerweile bin ich gediegener und guckt er sich irgendwann bei Zeiten ins Bett kommen, da tut es ein Gläschen Wein. Aber ja, es ist definitiv Arbeit, es ist Stress, es ist wirklich, wer das schon mal gesehen hat, da sind dann zig Leute, der eine will was kaufen, der andere will was verkaufen und es ist schon Stress. Flocki Flocksen, darf man auf Messen auch Schlangen anfassen oder wo geht das? Zum Beispiel für Leute, die Schlangenängste haben und diese überwinden wollen. Nein, zum einen darf man es nicht auf Börsen Tiere unnötig anfassen. Das ist Teil der Börsenrichtlinien, dass da nicht einfach irgendwelche Tiere, oh, lass mal gucken und anfassen und so. Das wäre ja totaler Stress für die Tiere. Also eine Börse ist da zum einen ist verboten und ich finde es auch ungeeignet. Macht auch keinen Sinn, dass man auf eine Börse geht und sagt, oh, jetzt habe ich hier Streichelzoo. Ich verstehe aber auch Menschen, die diese Angst haben und ich finde es auch gut, wenn die kommen und sagen, ach bitte lass mich meine anfassen, ich habe da eine Angst in mir drin oder eine Phobie. Also wir haben da auch mal Leute, die hier ins Geschäft kommen und dann sagen, na, guck, nimm mal das Tier oder sowas. Ich meine, wir haben viele Tiere, wenn man da einmal im halben Jahr jemand das Tier anfassen lassen, unnötig sozusagen, dann ist das bestimmt okay für das Tier. Also ich finde es wichtig, aber die Börse ist der falsche Ort. Da gehe lieber entweder zu einem Terrarianer privat oder in ein Terroristikgeschäft, wie es wir haben. Da macht es sicherlich Sinn. Ricardo Queffel, wie siehst du es generell, dass scheinbar mehr auf den Tierschutz bei Messen geachtet wird als vorher? Ist es eine positive Entwicklung oder kann man es relativieren und es ändert sich eigentlich nicht, beziehungsweise es ging den Tieren eigentlich nicht schlecht bei Ausstellungen, Verkaufsständen auf Messen? Die Regeln werden bestimmt strenger, das ist richtig. Es gibt auch, oder mittlerweile Tiere, die unter Qualzucht fallen, sind verboten. Irgendwelche Scales sind meines Wissens verboten, zum Beispiel. Oder Sachen wie Spider, wo ein Tick hat, ist verboten. Ich denke, das ist okay. Man kann sicherlich auf Börsen immer probieren, das besser zu machen oder früher. Also das ist ja schon seit vielen Jahren, dass auf der Börse alle Tiere einzeln gehalten werden müssen, finde ich auch gut. Ein Terrarientier hat bestimmt mehr Stress, wenn mehrere Tiere zusammen sind, wie wenn ein Tier allein sind. Also das finde ich eine gute Regelung, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt. Oder auch die Regelung, die wir in Deutschland haben, dass es nur von einer Seite aus einsehbar ist, ne? Also keine Glaswürfel, wo das Tier rundherum einfach Stress erfährt, sondern wirklich von einer Seite nur einsehbar, damit das Tier möglichst wenig Stress hat, ist sicherlich auch eine sinnvolle Maßnahme. Oder dass in Deutschland Börsen auch keine 2 Tage erlaubt sind, finde ich eigentlich auch gut, weil dann hat man noch Anreise-, Abreisetag und wenn das Tier wirklich 3, 4 Tage spazieren gefahren wird oder unterwegs ist, sehe ich auch gleich ein kritisch. Ne? Also im Ausland, manche Länder sehen das einiges kulanter noch. Da ist noch mehr erlaubt wie bei uns in Deutschland. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen, die Regelung in Deutschland finde ich okay, so wie sie ist. Behältergröße kann man auch mitleben, passt auch. Ich würde unterm Strich sagen, ja, das ist okay und es hat bestimmt einiges Gutes bewirkt oder weniger Stress für die Tiere bewirkt oder minimaler Stress für die Tiere nur noch und von dem her Daumen hoch da dazu.
Razer 014 sagt, was war dein größter Fail bisher? Vielleicht mal am Tag vertan oder so. Da erzähle ich jetzt eine echte Kackstory. Mache ich mich womöglich selber mit angreifbar, ist mir aber egal, weil ich einfach will, dass ihr aus dieser Kackstory lernt, was mir mal passiert ist. Wir sind auf die Börse gefahren und ich hatte ein neues Auto. Ich hatte früher immer irgendwie Transporter, der hinten, glaube ich, keine Extraheizung hatte. Und dann habe ich einen neuen gekauft, wo die hinteren Reihen auch beheizt wurden und entsprechend hinten unten Heizungsschlitze waren. Und wir fahren ja auf die Börse, die Tiere in Styroporboxen sind dann im Auto aufgestapelt und man macht natürlich die Heizung an, damit es schön warm wird im Auto. Und ich habe eine Box vor die Heizung gestellt, da waren Königspython drin, ein Ivory, die waren sogar vom Wert damals relativ hoch, aber egal, hoher Wert, niedriger Wert, scheißegal. Und dieser Ivory stand vor der Heizung und hat völlig überhitzt und als ich auf der Börse ankam, war der tot. Ne? Der hat sich da in den 6 Stunden Autofahrt oder 8 Stunden Autofahrt oder wie lange das war, vor dieser Heizung hat er völlig überhitzt. Wirklich fataler Fehler von mir, hat mir unheimlich leid getan, auch für das Tier. Fand ich auch selten blöd, oder was heißt blöd von mir, wieso ich es euch erzähle, man macht Fehler. Ne? Eigentlich darf man keinen Fehler machen, wo ein Lebewesen sein Leben verliert deswegen, aber es ist passiert. Ich erzähle es euch, damit ihr diesen Fehler nicht macht. Also so das Überhitzen, also das ist das, was ich daraus gelernt habe. Überhitzen gibt ähnliche Fälle mit diesen Taschenwärmern, ne? Wenn die Leute mit Taschenwärmer übertreiben und meinen lieber 2, 3 Taschenwärmer mehr mit in die Box. Überhitzen ist für ein Reptil immer gefährlich. Ne? Ein Reptil kann sich nicht runterkühlen. Wenn das über mehrere Stunden 40 Grad hat, dann stirbt ein Reptil. Ne? Also macht diesen Fehler nicht, seid vorsichtig, alles was Heizung betrifft. Ein Reptil zu unterkühlen ist ganz schwierig. Ne? Also wenn ich das jetzt über Tage mache, dann kriegt ein Reptil eine Lungenentzündung. Aber wenn ein Reptil mal ein paar kalte Stunden hat oder eine kalte Nacht, passiert einem Reptil gar nichts, weil das gibt es auch in der Natur. Da ist das Risiko wirklich gering. Aber das Risiko vom Überhitzen ist wirklich groß und deswegen macht diesen Fehler nicht. Oryxi, was war das teuerste Tier, das du auf einer Messe verkauft hast? Ich muss sagen, dass die letzten Jahre sich das unheimlich relativiert. Also auch die Umsätze, das gehört vielleicht auch zu der Geschichte Messen, Börsen. Ich muss sagen, unsere Umsätze gehen auch ganz schön zurück, was die Börsen betrifft. Also früher hat man viel mehr Umsatz gemacht, vor allem Umsatz so am Tisch. Mittlerweile durch das Internet, durch die große Transparenz hat man Vorbestellungen, wo Leute sagen, na, bring mir das oder bring mir jenes mit, die das wahrscheinlich im Vorfeld dann oder oft im Vorfeld dann auch schon bezahlen oder dann ist das schon erledigt. Dann bringt man einfach das Tier mit und macht die Übergabe, damit man keinen Versand hat. Der Umsatz am Tisch selber, der ist echt bescheiden geworden. Vor 10, 20 Jahren hat man wirklich zum Teil, da hat man mal so ein Piebald Königspython für rund 10.000 Euro am Tisch verkauft oder sowas. Also das waren richtig Umsätze, was man da gemacht hat. Sowas gibt es, würde ich sagen, eigentlich gar nicht mehr. Ich könnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt mal was richtig Hochpreisiges einfach so aus dem Stegreif verkauft habe. Also das ist bestimmt schon etliche Jahre her. Wie gesagt, hat, glaube ich, mit dieser Vorbestellungsgeschichte zu tun. Noch eine nette Anekdote zu damals und diese teuren Sachen. Also ich erinnere mich einmal noch, so ein Piebald, da stand einer vor mir, also der hätte ich, wenn ich den auf der Straße getroffen hätte, da hätte ich dem wahrscheinlich noch einen Euro oder eine D-Mark in seine Dose geschmissen oder sowas. Ne? Und dann kommt der Herr und sagt, er nimmt den Piebald und zählt da mal schnell 8.000 Euro oder wie viel auf den Tisch oder D-Mark noch damals. Also das war echt cool und das habe ich ein bisschen gelernt, dass man auch den Leuten überhaupt nicht ansieht, hat der jetzt viel Geld, hat der wenig Geld, wie oder was, kann man von außen gar nicht in die Leute reinschauen. Wie siehst du die Verkaufsbedingungen auf einer Messe, gerade in Bezug auf die gesamte Reisedauer der Tiere, gerade in den Wintermonaten und noch längeren Reisezeiten als die deiner? Diversen Tieren fehlt es ja teils tagelang an artgerechten Bedingungen aufgrund der Transportverpackungen.
Ich glaube, wichtig, dass man natürlich die Zeit so kurz wie möglich hält, die Tiere gut verpackt. Ich glaube, dass es dem Tier, auch wenn das 2 Tage unterwegs ist, also wir tun ja zum Beispiel einmal übernachten, wenn wir auf einer Messe sind. Das heißt, wir sind ungefähr knappe 48 Stunden unterwegs mit den Tieren. Das ist sicherlich problemlos für die Tiere. Ein größeres Problem sehe ich eher da drin, in den Leuten, also mittlerweile gibt es ja relativ viele Reptilienbörsen und da gibt es ein paar wenige, die pilgern von einer zur anderen. Also da habe ich manchmal den Eindruck, die packen die Tiere vielleicht bald mal nicht mal richtig aus, weil sie dieses Wochenende da sind, nächstes Wochenende auf der nächsten und übernächstes Wochenende wieder auf einer anderen Messe sind. Ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem für das Tier. Wenn ich jetzt 3-mal im Jahr oder 4-mal im Jahr auf eine Messe gehe und da womöglich auch immer verschiedene Tiere mitnehme, wie gesagt, diese 48 Stunden gut verpackt und so weiter, glaube ich, ist für das Tier absolut kein Problem und absolut vertretbar. Das war die neue Frag-Stefan-Folge. Daumen hoch, wenn es interessant war. Ich denke mir, das habe ich aber schon ein paar Mal gesagt, ich denke mir mal, was gibt es denn noch zu fragen? Wenn ich dann die Fragen beantworte, denke ich, oh, das ist ja doch interessant. Und wie jetzt in dem Fall mit den Börsen. Klar, ich war schon auf, wahrscheinlich, wenn ich es zusammenzähle, dann über 100 Börsen. Von dem her kann ich da schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und Infos weitergeben. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren und bleibt mir treu und irgendwann sehen wir uns auf der nächsten Reptilienbörse vielleicht.